Vor dir liegt ein Angebot. 1.500 Euro im Monat für die Betreuung deiner Werbung. Und dein Werbebudget selbst liegt bei 800 Euro. Da stimmt doch was nicht, oder? Und ich sage dir gleich, der Gedanke ist besser, als die meisten Anbieter zugeben würden. Denn manchmal stimmt er wirklich. Diese Folge ist für dich, wenn du Werbung schaltest und gerade ein Angebot für die Betreuung vorliegen hast, das höher ist als dein Werbebudget. Und du dich fragst, ob das normal ist und vor allem, ob das wirklich Sinn ergibt. Ja, warum komme ich auf dieses Thema? Naja, weil wir selbst gerade regelmäßig absagen, genau aus diesem Grund. Da fällt mir gerade wieder auch ein Gespräch ein, ist erst ein paar Tage her. Der Unternehmer hat mitgerechnet, während ich geredet habe, und dann sagte er, dafür bräuchte ich ja irgendwie 20, 30 Aufträge mehr im Monat und die kann ich mir tatsächlich in meinem Markt aktuell nicht vorstellen. Und da hatte er auch recht. Ich hatte dem erstmal nichts entgegenzusetzen. Bleiben wir bei den Zahlen. 2 Betriebe, beide zahlen 1.500 Euro im Monat für die Betreuung von ihren zum Beispiel Google Ads-Kampagnen. Zahlen sind jetzt einfach erfunden, ja, aber die Größenordnung ist eine sehr häufige. Also Betrieb 1 gibt ca. 800 Euro im Monat an Werbebudget aus. Daraus kommen 2 Aufträge pro Monat raus. Wenn wir zum Beispiel durch Kampagnenoptimierung und bessere Steuerung aus dem gleichen Werbebudget 30% mehr rausholen, dann ist das eben nochmal ein Auftrag mehr. Und das für 1.500 Euro Betreuung. Rechnet sich immer noch nicht, egal wie gut wir da arbeiten. Nehmen wir Betrieb Nummer 2, gibt 8.000 Euro im Monat aus und macht daraus 20 Aufträge. Wenn wir dieselben 30% dort optimieren, dann sind das schon 6 Aufträge mehr. Also gleiche Arbeit, gleicher Preis, aber völlig anderes Ergebnis. Der Unterschied liegt nicht direkt an uns, sondern der liegt daran, worauf die Prozente dann eben draufkommen. Je mehr dort jetzt aktuell schon läuft und auch Ergebnisse bringt, desto höher ist natürlich der Hebel dieser Optimierungsansätze. Bei kleinem Budget haben wir noch ein weiteres Problem. Es gibt nämlich oft einfach schlicht dann zu wenig zum Steuern oder vor allem auch zum Auswerten. Wenig Klicks, wenig Anfragen, wenig Daten. Ja, da sitzt man dann gerne mal in einem monatlichen Call und wartet dann gemeinsam darauf, dass mal irgendwie was passiert. Das ist einfach dann oftmals, je nach Branche, viel zu wenig. Und wer dir dann in dieser Lage eine laufende Betreuung verkauft, für zum Beispiel 1.500 Euro, der verkauft dir was gar nicht wirken kann. Und versuch das einfach mal selbst als Rechnung aufzumachen. Also zähl beides zusammen, Werbung plus Betreuung. Das ist natürlich ja dein Einsatz, das, was du jeden Monat dann bezahlst. Ein Teil an Google, ein Teil an die Agentur. Und dann überleg dir, was bringt dir denn ein neuer Kunde wirklich ein? Und das auch im Idealfall über die gesamte Zeit, wo du diesen Kunden dann auch haben wirst. Ja, also je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist, bleibt es oftmals ja nicht bei nur einem Auftrag oder bei einer Bestellung. Und dann rechne aus, wie viele Kunden bräuchtest du denn noch mehr, damit der Einsatz für die Agentur wieder drin ist. Klingt die Zahl machbar, dann kann sich das durchaus lohnen. Klingt sie absurd, dann wird es sich nicht lohnen. Und das ist eigentlich so die ganze Prüfung bei diesem Thema des Verhältnisses von Werbebudget zu Agenturhonorar. Dauert in der Regel vielleicht 10 Minuten, und dafür brauchst du auch jetzt irgendwie niemanden extra, der dir da entsprechend irgendwie helfen kann. Außer vielleicht Buchhaltung oder Steuerberater oder ja, vielleicht auch ein Blick in die entsprechenden Marketingzahlen. Und vielleicht ist auch gar nicht unbedingt diese Agenturbetreuung zu teuer, sondern das Budget vielleicht einfach zu klein für das, was du erreichen möchtest. Weil vielleicht ist die erste Frage eher, geht da noch mehr? Also sind die 800 Euro vielleicht einfach wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und rechnen sich für dich schon, aber vielleicht wäre ja irgendwie das Doppelte oder das Dreifache noch viel erfolgreicher. Natürlich mit mehr Aufträgen, mit mehr Bestellungen, vielleicht auch sogar günstiger dann pro Auftrag und pro Anfrage. Oder es gibt ja auch das Modell, zumindest bei uns, du lässt es einmal alles richtig einrichten und danach betreust du das einfach selbst weiter. Oder jemand von deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen betreut das weiter. Ja, auch das ist ein Modell, was wir zum Beispiel anbieten, dass wir dich oder eben Mitarbeiter von dir entsprechend ausbilden, in Anführungszeichen, und dir halt genau das Ganze einrichten, dass das eben alles sinnvoll läuft, dass die Kampagnen optimiert sind, dass alles gemessen wird und dass wir das dann eben im Laufe dieses Prozesses auch an dich oder deinen Mitarbeiter übergeben. Und dann ist das ein einmaliger Betrag, kein monatlicher. Das kann auch nochmal diese ganze Betrachtung natürlich stark verändern. Oder anderes Modell, du lernst das Ganze einfach begleitet.
Das kostet nochmal deutlich weniger, ja, also einfach in finanzieller Hinsicht. Und dafür machst du aber natürlich die Arbeit. Also vielleicht kennst du sowas wie so eine Auto- oder Kfz-Selbstreparaturwerkstätten. Wenn du natürlich dein Auto selbst reparierst, vielleicht auch eben mit der Anleitung eines Experten, dann ist das Ganze natürlich sehr viel günstiger, als wenn du das Auto in der Werkstatt abgibst und sagst, macht ihr mal. Gerade für kleinere Konten ist so dieses Modell oft wirklich der ehrlichere Weg und auch der für dich langfristig sinnvolle Weg. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit. Auch die kann durchaus mal sein, dass man erstmal gar nichts macht, ne? Dass man erstmal sich für gar keinen Anbieter entscheidet, der einem irgendwie bei der Werbung hilft. Und ich will überhaupt nicht irgendwie kleine Budgets schlecht reden. Ja? 800 € können auch wirklich viel Geld sein, gerade dann, wenn man vielleicht wirklich versucht, nur noch so ein paar Lücken in seinem Auftragskalender zu füllen und das vielleicht voll und ganz ausreicht. Ja? Wir haben gerade einen Kunden, ist im Bereich der Logistik unterwegs und die haben einfach für die nächsten Monate volle Auftragsbücher. Die können gar nicht noch mehr jetzt annehmen an Aufträgen. Da würde es überhaupt keinen Sinn machen, das Budget jetzt nochmal deutlich hochzuschrauben. Und da gibt es eine Menge Betriebe, wo auch ein Budget von vielleicht 500 € im Monat völlig ausreichen. Das ist aber eben deutlich schwieriger zu steuern, aber das ist dann auch okay. Was mich daran stört, ist aber meistens ein anderer Punkt, nämlich wenn dann solchen Firmen eine laufende Betreuung verkauft wird, obwohl eigentlich beide Seiten wissen sollten, dass sich das nicht rechnen kann. Ja, also wenn du mit 500 € schon eben deinen Kalender weiter füllen kannst, dann brauchst du nicht nochmal 1.500 € für eine Agentur ausgeben. Solltest du also gerade irgendwie so ein Angebot vorliegen haben oder eben mit dem Gedanken spielen, irgendjemanden zu beauftragen für deine Kampagnen, dann frag doch einfach mal nach, ne, ob es nicht vielleicht auch ein kleineres oder ein anderes Modell gibt. Also zum Beispiel auch diese Art der Ausbildung. Ja, das ist eben erstaunlich oft vorhanden, wird aber auch selten dann von alleine erwähnt, weil das natürlich dann auch für den Dienstleister eine andere Art der Zusammenarbeit ist und eben manchmal auch einfach deutlich mehr Zeit erfordert. Und manchmal brauchst du eben kein größeres Budget. Manchmal brauchst du vielleicht wirklich nur noch mal ein richtig sauberes Fundament für deine Kampagnen, ja, damit das Ganze wirklich noch mal deutlich besser laufen kann und man vielleicht eben 30% mehr rausholt. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, mit deutlich mehr Budget ranzugehen. Das kann man einfach nicht pauschal beantworten. Wenn du das für deinen Fall einfach mal mit uns durchgehen möchtest, dann melde dich gern, geh auf masterofsearch.de, trag dich zu einem unverbindlichen Strategiegespräch ein und wir rechnen das einfach mal mit dir durch. Und wenn das nicht trägt, dann sagen wir das auch. Wenn wir aber die Chance sehen, dass wir das in deinem Sinne mit wirklich richtig erfolgreichen Ergebnissen weiter aufbauen, dann sagen wir dir das natürlich auch. Insofern freuen wir uns auf das Gespräch mit dir. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.